Bestimmt habt ihr mitbekommen, dass die Kunstszene durch die Digitalisierung ordentlich durchgeschüttelt wird. Treiber sind unter anderem die NFTs, Non-Fungible Tokens. Hatten wir ja schon mal in einem Clip, habe ich euch in den Kommentaren verlinkt. NFTs sind digitale, einzigartige Dinge. Denkt zum Beispiel mal an Turnschuhe, die es nur digital gibt, die ihr eurem Avatar anziehen könnt. Oder euer Avatar, der selbst ein NFT sein kann. Oder Kunst, die digitalisiert als NFT existiert. Bestimmt habt ihr schon mal von den CryptoPunk-NFTs gehört, die für ganz schön krasse Summen umgehen. Erst vor kurzem eins für 115 Ether. Das ist eine ganz schöne Menge Geld. Das sind richtig wertvolle Pixel. NFTs werden auf einer Plattform gehandelt. Und jetzt als Sammler und Künstler, was brauche ich da noch eine Galerie? Heute sind wir trotzdem bei einer Galerie mitten in Berlin, dem Krypto-Kiosk. Und hier versuche ich herauszufinden, was es mit dem Begriff Kryptoaristokratie auf sich hat und was die krassen Veränderungen im Kunstmarkt für uns bedeuten. New York Stock Exchange, das ist ja, da hätte ich auch mal gern oben gestanden auf der Bühne. Ja, die Sonnenbrille bräuchte ich auch. Ich kann es euch kurz erklären. Es ist jetzt alles von Kenny Schachter hier. Das ist alles Kenny Schachter. Auch die analogen Gegenstände sowie NFT. Der ist in beiden Welten unterwegs. Er ist in beiden Welten unterwegs. Eigentlich ist er seit Mitte der 90er Jahre, macht er digitale Kunst und er begreift NFTs auch als Kontinuum der digitalen Kunst. Was aber ja passiert ist, dass dieses NFT-Thema die Gemüter total erhitzt und eine wahnsinnige Debatte angefangen hat in der Kunstwelt, aber auch generell in der Gesellschaft. Und Kenny ist jemand, der ist 60, das heißt, er ist kein Digital Native, er kommt aus der analogen Welt, reicht aber in die digitale Welt rein. Und was ihn interessiert hier ist das Phänomen NFT, Krypto einzuordnen. Jeder Paradigmenwechsel in der Kunst kommt eigentlich mit einer Wertedebatte. So war es damals bei den Dadaisten, wo die Leute gesagt haben, also Duchamp ist ja bekannt für seine Readymates, der berühmte Flaschentrockner und das Urinal, sprich die Toilette, die im Museum plötzlich Kunst ist. Ne? Natürlich haben alle Leute gesagt, ist das doch keine Kunst, ist das Kunst und so weiter. Darüber wurde gestritten und heute wird darüber gestritten, ob NFTs Kunst sind. Jetzt geht Kenny Schachter aber wahrscheinlich auch über die Plattform und verkauft. Und trotzdem ist noch eine Galerie zwischengeschaltet. Uns interessiert, wo geht es da lang? Gleichzeitig ist es für uns eine Möglichkeit, wenn wir das in der Galerie zeigen, ein Bindeglied zwischen den verschiedenen Welten zu sein. Zwischen den Leuten, die sozusagen vielleicht Digital Natives sind, aber die den Großteil ihres Lebens, ihres Arbeitslebens, aber womöglich auch ihres Freizeitlebens vor dem Bildschirm verbringen. Und einer anderen Klientel, die eigentlich unsere klassische Klientel ist, die physische Begegnung braucht. Ich höre immer wieder das Wort Kryptoaristokratie im Raum. Vielleicht kannst du mir da mehr dazu sagen. Ja, also ich fürchte, Web 3.0 wird das Gleiche sein wie die Welten davor. Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Wenn man jetzt hört, dass man mit NFTs, dass der einzelne Künstler sogar ohne Galerie mit NFTs wahnsinnig viel Geld verdienen kann, so ist das nur ein ganz klitzekleiner Bruchteil der Wahrheit, denn es sind nur ganz, ganz wenige, denen das gelingt. Viele, viele, viele minten ihre NFTs und es erfolgt nie ein Verkauf oder eine Wertsteigerung, aber sie bezahlen Gas-Fees an die Plattformen und das ist natürlich ein Riesengeschäft. Jetzt reden wir ja auch über Kapitalismus, sehen die Börse in New York. Ist das auch so ein bisschen Kritik von Kenny Schachter am System? Also Kenny hat sein gesamtes Leben in der Kunstwelt verbracht. Das sind mehrere Jahrzehnte als erwachsener Mann und Kunst und Geld sind schon seit der Renaissance und den Medici nicht zu trennen gewesen. Und es ist natürlich immer ein Thema. Und hier haben wir ja sozusagen die verschiedenen Börsianer als mit Künstlermasken. Ne? Da sieht man den Andy Warhol, da sieht man den Basquiat. Ja, analogen, greifbaren Kunst, also die ich wirklich in den Händen halte, zur digitalen Kunst. Wie entwickelt sich das? Ich kann auch nicht in die Zukunft schauen, aber ich denke, dass digitale Kunst immer wichtiger wird. Eine These in diesem Zusammenhang wäre, dass die Leute oder dass wir an einem Punkt des kulturellen Wandels stehen von einer
Kultur, die Spaß daran hat, Sachen zu besitzen, zu einer Kultur, die Spaß daran hat, an der Marge, die sie macht, wenn sie die Sachen wieder los wird. Wahrscheinlich gibt es eine kleine Verschiebung hin, dass digitale Werte mehr als Anlagewerte gesehen werden, während analoge Werte auch immer mehr oder nach wie vor sicherlich auch noch den Aspekt hat, dass man gerne sich mit ihnen umgibt und mit ihnen lebt. Wird das Wallet das neue Must-Have? In 3 Jahren wird keiner mehr ohne Wallet rumlaufen. Das, denke ich, ist ganz klar. Denn selbst wenn man jetzt keine NFT kauft, jeder braucht ein paar ETH oder ein paar Bitcoins, um irgendwas zu kaufen, ja, oder zu handeln. Das glaube ich schon. Dankeschön. Wie seht ihr das? Habt ihr schon ein Wallet? Könnt ihr euch vorstellen, NFTs zu besitzen, auch weiter zu verkaufen? Schreibt es mal in die Kommentare.